Stell dir vor, du musst für eine Rolle so viel abnehmen, dass du kaum noch schlafen kannst. Oder du trägst stundenlang eine Ganzkörperprothese, bis du deine eigene Haut vergisst. Heute gibt es 10 Performances, bei denen Schauspieler für einen Film optisch alles gegeben haben, von radikalen Diäten bis zu Make-up-Marathons. Und ja, manche davon sind so extrem, dass du die Person im Film kaum oder vielleicht gar nicht mehr erkennst. Und damit willkommen zurück bei eurem Binger. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis vorweg. Extreme Gewichtsveränderungen können gesundheitlich riskant sein. Wir feiern hier die Leistung und das Handwerk, nicht ungesunde Methoden. Daher bitte nicht nachmachen. Trevor, can I ask you something? Is someone chasing you? Not yet, but they will when they find out who I am. Oh, really? Who are you? Wir starten mit Christian Bale, dem Chamäleon. Für The Machinist hat er so dramatisch abgenommen, dass sein Körper wie ein Schatten wirkt. Die eingefallenen Wangen, die knochige Silhouette, das macht seinen von Schlafstörungen geplagten Trevor Resnick beinahe dokumentarisch glaubwürdig. Was beeindruckt, Bale spielt nicht nur dünn, er spielt müde, paranoid, gequält. Die Optik ist kein Gimmick, sondern Psychologie in Fleisch und Bein. Und Jahre später geht er in die Gegenrichtung und haut für American Hustle und Vice wieder ordentlich drauf. Kontrollierte Metamorphose ist quasi sein Markenzeichen. Stevie, I haven't slept in a year. Just some friends of my parents that I was staying with for a little bit. Do you want to take a shower or anything? Charlize Theron opfert bewusst ihre Star-Aura. Gewichtszunahme, unvorteilhafte Frisur, Zahnarbeit, Hauttexturen und plötzlich verschwindet Charlize hinter Aileen Wuornos. Das Resultat? Eine Performance, die nicht auf Mitleid baut, sondern auf Unbequemlichkeit. Das Tolle? Es ist keine Karikatur. Die Optik öffnet die Tür, aber Theron füllt den Raum mit Haltung, Stimme, Blicken. Einen Oscar gab's obendrauf. Völlig zu Recht. Sooner or later, it's gonna catch up with you. You have tested positive for HIV. Mr. Woodruff, we estimate that you have approximately... Matthew McConaughey hungert sich in Dallas Buyers Club in die Zerbrechlichkeit eines Mannes, der gegen Zeit, System und Körper ankämpft. Die Transformation wirkt in jeder Bewegung. Schultern schmal, Schritte vorsichtig, die Stimme rau. Diese Optik ist dramaturgisch. Sie macht die Verzweiflung sichtbar, ohne sie zu erklären. Kino, das man fühlt. 30 days. And newsflash for y'all. Ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. The point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. Brendan Fraser erlebt mit The Whale sein großes Comeback, getragen von aufwendiger Full-Body-Prothese. Wichtig, er reduziert die Figur nicht auf die Hülle. Durch minimalistische Mimik und sehr präzise Atmung zeigt er Trauer, Scham, Sehnsucht. Prothesen können schnell künstlich wirken. Hier sind sie Empathieverstärker. Du vergisst die Technik und siehst nur noch den Menschen. Need to know that I have done one thing right with my life. Let them see your true qualities. My poor judgment. Your sense of humor. Ho, ho, ho. Your Majesty. Mr. Churchill. Gary Oldman verschmilzt als Winston Churchill mit Hilfe einer preisgekrönten Maske. Aber entscheidend ist die Körpersprache. Der schwerfällige Gang, die Zigarrengestik, das Nuscheln mit Biss. Hier siehst du, Prothesen liefern die Silhouette, Schauspiel die Seele. Ohne Oldmans Timing und Tonalität der Sprache wäre es nur eine perfekte Wachsfigur. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. Hey, listen. You know those ducks? The ones in Central Park? Für die Rolle von Mark David Chapman legte Jared Leto deutlich zu. Das verschiebt seine ganze Präsenz. Die Trägheit im Gang, der Blick, der sich nach innen verkriecht. Ob man Leto mag oder nicht, diese Verwandlung schafft Unbehagen, das zum Film passt. Und sie zeigt, wie Gewicht auch Tempo und Rhythmus einer Performance verändert. We're not gonna go anywhere. But you should remember me.
Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. Robert De Niro setzte Maßstäbe. Erst austrainiert als Boxer Jake LaMotta, anschließend mit massiver Gewichtszunahme für dessen späteren Jahre. Dieser Kontrast erzählt eine ganze Lebenskurve. Aufstieg und Fall. Die Transformation ist hier Struktur. Du erlebst den Körper als Tagebuch. Jede Falte, jeder Atemzug spricht eine ganz klare Sprache. Der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. The way she transmits her work. You have to decide. What is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see. Tilda Swinton spielt in Suspiria mehrere Rollen. Unter anderem den alten Psychiater Dr. Klemperer unter einer aufwendigen Ganzkörperprothese. Sie kopiert nicht bloß Altersmerkmale, sie verkörpert sie. Ein anderer Schwerpunkt im Gang, eine andere Atemökonomie, fein dosierte Zittrigkeit. Das Ergebnis ist keine Maske, sondern eine Biografie, die durch den Körper spricht. Me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to. Excuse me, sir. I'm looking for a job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Jake Gyllenhaal nimmt ab, um wie ein hungriger Coyote zu wirken. Die Augen wirken größer, die Wangen schärfer, das Lächeln zu lang. Es ist die perfekte Optik für Lou Bloom, einen Mann, der nachts durch LA streift und Grenzen ignoriert. Diese Transformation ist subtiler als andere, aber sie macht die Figur räuberisch. Ein Look, der schon erzählt, bevor er spricht. Beat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Für Castaway wurde der Dreh in 2 Blöcke geteilt. Erst normal, dann lange Pause für Gewichtsverlust und Bart sowie Haare. Hanks Körper wird zur Zeitmaschine. Wenn wir ihn später wiedersehen, spürt man regelrecht die Jahre der Isolation. Sein Spiel bleibt warm, aber die Augen sind anders. Wacher, wilder. Das ist psychische Storytelling-Ökonomie auf Spitzenniveau. I know. Yeah, I know where there's 30 feet of extra rope. But I'm not going back up there. Was lernen wir daraus? Transformation ist nicht immer Selbstzweck. Ob Gewichtsverlust, Zunehmen, Prothese oder Maske. Entscheidend ist, was die Figur bedeutet. Bale macht Krankheit sichtbar. Theron bricht Glamour auf. De Niro schreibt Biografie in den Körper. Fraser verwandelt Technik in Empathie. Und jetzt seid ihr dran. Welche Verwandlung hat euch am meisten gepackt? Habe ich jemanden vergessen? Hugh Jackman in The Wolverine? Natalie Portman in Black Swan? Haut es in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, Like, Abo, Glocke und teile es mit einer Person, die immer noch denkt, Make-up sei nur Kosmetik. Hier kommt es auf Handwerk und Spiel an. Das war's für heute von eurem Binscher und wir sehen uns im nächsten Video.